Wir sind Tobi und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. This is Alex, he's drunk again. Wir haben uns gedacht, vielleicht berichten wir euch mal wieder ein bisschen von unserem Tag, was wir heute so alles gemacht haben. Tobi hat sich hier eine Waffel gemacht mit natürlich Ahornsirup, Maple Syrup. Und? Vielleicht können wir uns statt den Blaubeermuffins einfach die Waffeln holen, die sind nämlich viel günstiger. Und anscheinend auch viel geiler. Wir haben gerade ein bisschen mit unseren Freunden aus Deutschland gediscordet, gesprochen. Das war echt schön, weil wir die schon ganz schön vermissen. Und was haben wir heute noch gemacht, Tobi? Achso, unser Paket weggebracht. Also falls ihr irgendwann mal ein Paket von Kanada nach Deutschland schicken wollt, können wir NetParcel empfehlen. Das war eine Empfehlung ebenfalls von Benoit, den wir unterwegs kennengelernt haben. Denn Postversand ist hier richtig, richtig teuer. Und wir haben leider in der Zeit niemanden gefunden, der unser Päckchen hätte mitnehmen können. Also es hat irgendwie zeitlich immer nicht so ganz gepasst. Und es war eine Odyssee mit vielen Höhen und Tiefen. Ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal seit der Reise so gestresst gefühlt haben, wie an diesen letzten Tagen. Wir sind gestern bei einem Shop gewesen, der uns das NetParcel-Label ausgedruckt hat für UPS und sind danach in einen UPS-Store gefahren, um das Päckchen endlich aufzugeben, nachdem wir eine Woche dran gearbeitet hatten, um herauszufinden, wie das funktioniert. Und der Store hatte geschlossen. Daraufhin ist Tobi dann heute nochmal dorthin gefahren an einem Samstag, weil die hatten, glaube ich, nur bis um 12 offen und wollte das Paket dort abgeben. Allerdings haben die uns dort bei UPS gesagt, dass wir das an dem Store machen müssen, wo wir das Label ausgedruckt haben. Das heißt, Tobi ist dann nochmal dorthin gefahren und wir haben es endlich geschafft. Unser Päckchen ist unterwegs nach Deutschland und hoffentlich kommen nicht noch so sehr viele Kosten auf uns zu. Ich rate euch das jetzt einfach als Backpacker, wenn ihr da unterwegs seid, nicht zu viel Zeug mitnehmen, zum Beispiel ein Gameboy. Aber immerhin macht das 2 Kilo aus, die wir jetzt weniger mitschleppen müssen und das macht was aus. Deswegen geschafft. Wir sind heute mit Alex zu seinen Eltern gefahren und haben von Alex Vati ein kleines süßes Geschenk bekommen. Der hat uns ganz alte Buttons von Quebec geschenkt, die irgendwie so gar nicht mehr hergestellt werden, hat uns Alex erzählt. Also die Farbe ist irgendwie dunkler als die jetzt hergestellt werden und die sind ganz alt schon. Die hat er uns einfach geschenkt. Voll schön. letzte Mal aus Saint-Jean-sur-Richelieu.
beiden fahren uns jetzt nach Ottawa. Dann gucken wir uns noch ein bisschen das Städtchen an. Das ist übrigens die Hauptstadt von Kanada. Genau, dann setzen sie uns bei einem Campingplatz irgendwo ab, den wir uns vorher ausgesucht haben. Und dann trennen sich unsere Wege. I hope you will find some people like us in Winnipeg, maybe, and it will be a good thing for you. Wir schwitzen. Wir sind jetzt mit Mae und Alex über den Marché Bay gelaufen und gehen jetzt in die Art Gallery auf Ottawa. Und wir können gehen. Es hat gerade geregnet und jetzt fühlt es sich irgendwie an wie im Dschungel. Wir haben es geschafft, wir haben den Parliamentary Hill erreicht. Das sind zum einen die Gebäude hinter uns, dann dieses gute Stück und das hier. Das gehört alles so ein bisschen zusammen. Mae und Alex sind im Auto geblieben und wollten dort ein bisschen schlafen. Jetzt auch Bock drauf. Ja, weil denen ist das, glaube ich, ein bisschen zu viel hier in der großen Stadt. Die mögen das nicht ganz so. Und deswegen beeilen wir uns jetzt. Manchmal ist es wirklich ganz praktisch, wenn man irgendwo auf einer Bank sitzt und dann so eine Sightseeing-Tour vorbeikommt und einen so ein bisschen was über die Sachen hier erzählt. Das zum Beispiel ist Queen Victoria. Das ist Queen Toffee. Wir haben gerade erfahren, dass es damals, als es darum ging, was die Hauptstadt in Kanada wird, mehrere zur Auswahl gab, unter anderem Quebec und Toronto, mehrere große Städte einfach. Und dann ist Queen Victoria gekommen, hat gesagt, nee, es wird Ottawa. Hat sie einfach so gemacht, weil sie irgendwie bekannt dafür war, schon immer so ein bisschen das Gegenteilige zu machen als alle anderen. Deswegen
Das haben die der Queen zu verdanken. Ja, wir haben gerade Mae und Alex verabschiedet und das war irgendwie viel trauriger als gedacht. Sind tatsächlich ein paar Tränen geflossen. Es waren mehr als 2 Wochen, also jetzt 2,5 Wochen waren wir bei denen. Aber es fühlt sich irgendwie an wie eine Ewigkeit. Und jetzt sind wir wieder hier in diesem scheiß mückenverseuchten Sumpf und bauen wieder unser Zelt auf. Aber das war es halt echt wert, ne? Also es war echt schön, die beiden kennenzulernen. Und ich glaube, die werden wir noch lange vermissen. Ja, haben den gerade noch ganz lange gebunken. Aber ich glaube, jetzt geht's weiter und das gehört eben auch dazu. Macht's gut, ihr beiden. Das war echt schön mit euch. Gesundheit, Abschluss.